Heute möchten wir euch eine ganz besondere, herzliche und liebenswerte Overlander oder auch 24/7 Vanlife Family vorstellen, die in ihrer, ja, man könnte behaupten, für Mittelamerika eher ungeeigneten Carthago Kompaktline bereits seit über einem Jahr durch Mittelamerika reisen. Im kompakten Eurocamper von Sonja und Martin reisen außer den zwei Trüffelnasen noch ihre beiden in Deutschland schulpflichtigen Kinder Paul und Philipp mit. Ja, ihr habt richtig gehört, die zwei gehen während der großen Reise tatsächlich weiter zur Schule und haben täglich Unterricht aus ihrem Camper heraus. Wie das so funktionieren kann und wie die sechs in ihrem Haus auf 4 Rädern in Mittelamerika mit all ihren erlebnisreichen Abenteuern, Hindernissen und Strapazen, die solch eine Reise mit sich bringen kann, so leben, erfahrt ihr dann jetzt im Video. Also viel Spaß! Jetzt kriegst du. Hallo und herzlich willkommen hier auf Dino Adventure. Wir stehen hier tatsächlich jetzt schon seit 3 Tagen und 3 Nächten auf einem Yachthafen in Rio Dulce, Guatemala und haben hier Sonja und Martin kennengelernt. Die beiden reisen mit ihren beiden Hunden und mit ihren beiden Söhnen mittlerweile seit ungefähr einem halben Jahr entlang der Panamericana, sind in Panama gestartet und wir sind jetzt aktuell in Guatemala und wollen noch hoch bis in die USA, eventuell noch bis Kanada, aber mehr zu ihren Reiseplänen erzählt euch besser die Sonja selbst. Die kann das nämlich sehr wahrscheinlich ein bisschen besser erklären wie ich. Und dann würde ich sagen, legen wir damit los. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei dem Intro. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Du sagst ja irgendwas und dann kannst du losgehen, oder? Ja, hallo. Kinder weg, Mann weg und du zeigst uns jetzt mal, wie ihr so lebt. Genau. Wollen wir außen anfangen? Ja, klar, gerne. Also, wir sind unterwegs mit dieser Carthago Kompaktline und wir haben sehr viel Stauraum. Das ist der Vorteil von so einem Auto. Das ist die Garage, wo locker 2 Fahrräder reinpassen, riesige Hundeboxen, alle Schuhe, Downhill-Zubehör. Ein Fahrrad passt noch hinten drauf, auf den Fahrradträger. Die Garage kann man von beiden Seiten öffnen und die Fahrräder mit dem Slideout rausziehen. Super viel Platz für Tisch, Stuhl, alles Mögliche. Und dann hat man hier natürlich für die Versorgung von warmem Wasser, Heizung oder Kühlschrank Gas. Hier haben wir jetzt die amerikanischen Flaschen mit einem deutschen System mittels einem passenden Adapter. Wo habt ihr den Adapter her? Schon in Deutschland gekauft. Den habt ihr in Deutschland gekauft. So kann man aber hier dann alle Gasflaschen einfach kaufen, ist dann einfacher. Ja, cool. Und man durfte natürlich bei der Verschiffung auch keine mitnehmen aufs Schiff, ja. Keine Gasflaschen. Schick mir da gerne mal den Link, dann packe ich den unten in die Videobeschreibung. Da ist nämlich immer so eine vielgestellte Frage zu dem Gasadapter etc. Ja, kein Problem. Da war mal die Toilettenkassette von der Chemietoilette drin. Wir haben da jetzt aber eine Außendusche draus gemacht, weil wir die Chemietoilette ersetzt haben durch eine Trockentrenntoilette, die sehen wir dort innen. Und hier gibt es nochmal einen doppelten Boden, der geht komplett durch und man kann das auch dann von innen rausnehmen, was man hier beladen hat. Ah ja, was ist da alles drin? Noch ein paar Tische, ein Gasgrill, Laptoptaschen, jede Menge. Benutzt ihr den Gasgrill öfter? Den haben wir noch nie benutzt, weil Martin einfach zu faul ist, die Gasflaschen rauszuholen und an diesen Gasgrill anzuschließen. Aber theoretisch ist er okay. Wir machen mal kurz Pause, bis der Helikopter weg ist. Sonst versteht nämlich keiner mehr was. Martin, wie war das nochmal mit den Gasflaschen? Ja, das ist schon Okay, da bin ich raus. Kamerascheu. Angekommen auf der anderen Seite geht es noch weiter mit weiteren Stauflächen hier. Das kann man so wunderschön hochklappen. Da haben wir Werkzeug und vor allem Wasserschläuche drin. Und ein kleines Fach ist noch hier, was man auch von innen dann entnehmen kann. Aha.
Dieser ganze Unterboden macht das Auto zu wirklich 100% winterfest. Wir haben es getestet. Hier natürlich unnötig, aber in der Schweiz bei Minusgraden und viel Schnee ist uns nie irgendwas eingefroren. Dafür ist das Auto echt super. Und hier macht uns der große Stauraum natürlich auch Freude. Ja, das wird euch dann eventuell ja in den USA oder Kanada wieder erwarten. Genau. Ein bisschen Schnee, oder? Ja, also darauf sind wir vorbereitet. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Hier kann man die Sachen dann entnehmen, die man schon außen reingestellt hat. Quasi. Ja. Sehr viel Platz. Da habt Gut. ihr jetzt Hundefutter drin. Ja, und Wasser und Vorräte, alles Mögliche, genau. Ja, komm rein. So sieht es hier aus in diesem Kompaktline, Carthago C Kompaktline I143 LE. So ist die gesamte Modellbezeichnung richtig. Ist ein Modell von 2019 und wir leben ja hier zu viert. Wir sind seit Dezember unterwegs mit 2 Kindern, 11 und 15 Jahre. Und die 2 machen Online-Schule. Und das machen sie hier am Esstisch von 7 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags. Sitzen die 2 hier und machen ihren Online-Unterricht. Klappt sehr gut, sehr zu empfehlen. Jeden Tag in der Woche, ohne Jeden Ausnahme. Tag, außer es richtet sich nach den Ferien von Baden-Württemberg und den Feiertagen. Und ansonsten, ja, ganz normal Schule mit jedem Fach und jedem Fachlehrer. Cool, und das klappt bis jetzt immer problemlos? Also Ja. Sie mussten noch nicht schwänzen, mangels Internet Nein, oder so? es hat immer funktioniert. Wir halten uns halt so lange dann auf, wo wir wissen, hier ist 100% guter Empfang. Wenn Sie mal kurz rausfliegen, ist kein Problem, dann können Sie ja wieder reinkommen. Aber durchgehend hat es eigentlich bisher gut funktioniert. Super, sehr cool. Sehr cool, genau. Dann kann man sowas auch mit Kindern machen, so eine Reise. Ja. Was ist das für eine Schule? Die heißt Wilhelm von Humboldt Schule und das ist einfach eine Online-Schule, vor allem für Kinder, die jetzt so eine Reise wie wir machen. Ja, Okay, und ihr wart ja beide vorher auch in einer normalen Schule, oder? ja klar. Ja. Ja, und wie ist das so vom Lernen her? Also kein großer Unterschied. Ich meine, jetzt gerade war ja auch Corona und die Kinder haben ja sowieso von zu Hause aus viel Unterricht gehabt. Ich finde es nicht so ein großer Unterschied. Also man gewöhnt sich auf jeden Fall dran und das Arbeiten geht dann gut damit. Also kein großer Unterschied, ob ihr jetzt in der Schule physisch in der Schule sitzt oder hier vom Laptop. Schon ein bisschen, also das Beste ist halt, dass man währenddessen essen kann. Aber sonst alles fein. Ja? Ja, cool. Danke für den Einblick. Frage an die Eltern, wenn ihr es beantworten wollt, müsst ihr nicht. Was kostet denn so eine Online-Schule? Ja, also es kostet pro Kind Um die 450 € im Monat. Im Monat. Uff. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und wenn ich euch auch noch fragen darf, wie finanziert ihr euren Vanlife? Genau. Also ich versuche ein bisschen Geld reinzubringen als Sprecherin mit Freelancer-Aufträgen. Und Martin muss ab und zu mal in die Schweiz zum Arbeiten fliegen. Genau. Ich Martin ist arbeite- Krankenpfleger. Genau. Ich arbeite auf einer Intensivstation als Krankenpfleger und konnte das eigentlich ganz gut mit meinem Job vereinbaren, dass ich wirklich nur nach Bedarf rüberfliege in die Schweiz, nach Zürich, und das mache ich so alle 8 bis 10 Wochen für 2 Wochen und dann komme ich wieder zurück. Und so, wir warten so lange hier. genau. Bis Könnte jetzt schlimmer ganz sein, gut. oder? Ja, Ja, cool. Danke euch. Gerne. gerne. Und ja, ansonsten wird das dann abends hier umgebaut. Wir haben diesen Tisch umgerüstet. Den konnte man nicht runterlassen. Wir haben da ein anderes Tischbein hingemacht und dann kann man den ein bisschen rüberschieben, runterlassen. Und dann kommt diese Matratze, die da hinten bereit liegt, hier drauf. Und Paul schläft dann hier in seinem eigenen Bereich. Und Philipp schläft über dir. Ich glaube, dann tauschen wir mal Seiten. Genau. Vielleicht kannst du das mal zeigen. Hier im vorderen Bereich befindet sich ein Bett zum Runterklappen, 1,80 x 1,60. Dafür muss man die Stühle runter, diese Lehnen runterklappen und dann kann das Bett richtig weit runtergelassen werden. Und da ist dann jede Menge Platz für Philipp. Dann in der Mitte des Wohnmobils befindet sich die Küche, in der man einen 3-Flammen-Gasherd hat. Und sämtliche Schränke für wunderschöne Tassen zum Beispiel. Zu finden bei uns im Shop auf www.dinoadventure.de/shop.
Und dann kommen wir hier zum Kühlschrank. Schön groß mit kleinem Eisfach dabei. Oh, So ein sieht das Eisfach aus. ist Gold wert. Ich bin neidisch. Der läuft auf Gas im Moment, aber in Europa können wir den auch mit Strom betreiben. Aber hier nicht, weil ja die Stromspannung hier weniger ist. Und dann bringt das nichts. Deswegen läuft er durchgehend auf Gas, aber er verbraucht nicht viel. Während Immer. der Fahrt könnt ihr auch auf 12 Volt eigentlich umschalten, oder? Nö, wir haben den immer auf Ja? Gas und der ist Okay. richtig gut kalt. Funktioniert super. Keine Probleme mit Nee. der Hitze hier? Nein, Okay, keine weil Probleme. die alten Absorberkühlschränke hatten schon mal Ja. Probleme bei großer Hitze. Genau, wir Ja. hatten schon mal so einen. Okay, Mhm, ja, und wir da, auch. Ja, genau. Das Ja. war nicht so gut, aber wir sind hiermit echt zufrieden. Sehr gut. Ja, super, gut zu wissen. Genau, dann kommen wir in den hinteren Schlafbereich. Hier schlafen ich und Martin. Das ist die Matratze, wie eben schon erwähnt, von Paul, die wir dann nach vorne umbauen. Und dann hat man hier sämtliche Möglichkeiten, seine Klamotten unterzubringen. Jeder hat hier seinen Schrank. Ja, und dann müssen wir Platz tauschen, weil dann geht es um die Ecke hier noch ins Bad rein. Okay. Mach mal auf. Ja. Kommst du dann nach hinten? Ja. Genau, das kann man hier so öffnen und hat dann so ein kleines Raumbad. Hier haben wir die Dusche, die Innendusche und halt ein ganz normales Bad. Was wir hier getauscht haben, was ich eben schon gesagt habe, ist die Toilette, nämlich in eine Trockentrenntoilette. So sieht das Ganze aus. Die sieht ja edel aus. Genau. Habt ihr die fertig gekauft? Ja, das ist eine Trellino Aha. und wir hatten halt keine Lust, die stinkigen Chemietanks irgendwo hinschütten zu müssen. Von 4 Personen ist das eine Menge. Und so hat man einfach keine Probleme. Man wirft es einfach in normalen Müll, diesen Müllbeutel, und den Rest kann man in eine normale Toilette entsorgen, ist ja nur Urin. Den Sog, der übrigens vorher schon an der Chemietoilette dran war, haben wir jetzt weiterverwendet und hier hinten an die Trockentrenntoilette angeschlossen. Und so riecht man wirklich gar nichts. Das ist richtig gut. Man kann die drehen, wie man sie haben möchte. Und es zieht durchgehend alles ab. Richtig gut. Wir sind begeistert von dieser Toilette. Meine Trockentrenntoilette.de. Genau. Da sind wir zufällig sogar Partner. Also da Genau. werde ich dann die Toilette Ja. auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Die ist auch eigentlich ein bisschen schöner. Wir haben halt nur hier die Schutzfolie drauf gelassen, weil wir ab und zu, wenn wir duschen, die Waschmaschine hier draufstellen, damit es nicht so verkratzt, haben wir Ja. einfach die Folie Ja. drauf gelassen. Ja, wir haben eine kleine Camping-Waschmaschine von zu Hause mitgenommen, weil mit 4 Leuten ist es ja mega viel Wäsche. Also bei uns zumindest. Und deswegen haben wir eine kleine Waschmaschine dabei, um die auch immer schön sauber zu bekommen. Und die läuft mit 12 Volt, oder wie? Nee, die läuft hier an ganz normalem Strom. Wir haben ja hier einen Wechselrichter ins Auto eingebaut und eine Lithiumbatterie und laden das Ganze auf während der Fahrt oder halt mit Solar. Ein Panel haben wir oben auf dem Dach und ein zusätzliches haben wir mobil. Das kann man bis zu 15 Meter vom Auto wegstellen, wo halt gerade Sonne ist, und dann lädt sich das Ganze wieder schön auf. Cool. Gut zu verstauen. Also das Auto ist wirklich super, richtig viel Platz für 4 Personen und 2 Hunde haben wir übrigens auch dabei. Und das ist Stella. Das ist Stella, die Tochter von Lucy, die unterm Auto im Schatten chillt. Ja, ist ganz schön heiß hier, ne? Ich kann das verstehen. Mag keine Kamera, okay, jetzt bin ich schon weg. Oh Mann, was für ein blöder Hund. Aber von der Geländegängigkeit würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Man kann vieles hier machen, aber eben einfach nicht alles, weil das Auto sehr, sehr tief ist. Wir setzen oft auf. Zum Glück ist noch nichts wirklich richtig doll kaputt gegangen, aber es ist schon ziemlich verkratzt unten. Und also ich würde auf jeden Fall geländetauglichere Autos empfehlen für eine Mittelamerika-Reise. So mindestens mit ein bisschen mehr Bodenfreiheit, Ja, oder? genau. Ja, das geht, aber es ist schon ärgerlich. Wir mussten schon echt oft umdrehen, weil dann plötzlich ein Fluss durch die Straße lief oder so und man weiß ja nie, wie tief das dann wird und wie steil das am Ende wieder hochgeht. Und wir setzen halt gerne hinten auf, wenn es ein bisschen steil hochgeht, oder wenn es zu steil runter geht, dann setzen wir in der Mitte auf, wie so eine Wippe. Ja. Und
ja, das würde alles nicht passieren, wenn man so schön hoch wäre wie ihr. Zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt ein extremer Vergleich. Zum Beispiel. Ja. Ja. Aber ich denke mal so 15, 20 Zentimeter höher Ja. würde es auf jeden Fall auch tun. Das wäre super. Wir versuchen das auch irgendwie in Mexiko oder so vielleicht machen Ja. zu Habt ihr lassen. schon mal geschaut, gibt es dort Fiat-Werkstätten? Ja, genau, gibt's. Die Und sowas machen? da wollen wir dann mal anfragen, ob die das vielleicht machen können. Mhm. Und wir haben 150 Liter Frischwasser, das sind unsere Hunde im Hintergrund, und 140 Liter Grauwasser. Und wie lange kommt ihr mit dem Wasser ungefähr aus? Bevor ihr tanken Unterschiedlich, je nachdem Ihr wie seid viel Waschmaschinen ich anmache. müsst? Zu viert mit Waschmaschine? Ja, also wir versuchen schon alle 2 Tage das voll zu machen. Oh, Und bei jeder okay. Gelegenheit, wo wir Wasser sehen, machen wir es auch direkt voll, damit es auch nie leer wird. Ja, ja, ja. Ja, Ja, super. Vielen lieben Dank für die Roomtour. gerne. Dann würden wir sagen, stop dreaming. Start. Planning. Ja, genau. Stop dreaming, start planning. Tschüss.